Ja, hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde. Ich bin mal wieder unterwegs für euch in der großen, weiten Welt. Hier, das ist unser Thema heute, diese hübschen, bisschen verschlammten Aldabra-Riesenschildkröten. Ich bin hier auf Mauritius. Hier ist eine große Zuchtfarm für die Aldabras und auch für die Radiators, die zeige ich euch gleich noch. Und das ist heute unser Thema. Die Insider von euch wissen, vor ungefähr einem Jahr habe ich schon mal auf den Seychellen die Aldabras gefilmt. Jetzt sind wir also es gibt im Prinzip auf der Welt 3 Inseln, wo die gezüchtet werden. Das sind die Seychellen, die Mauritius und Réunion. Das sind so die 3 Inseln, wo die Aldabras gezüchtet werden. Und wie gesagt, jetzt sind wir auf Mauritius und da habe ich einen neuen Züchter kennengelernt, hat einen wundervollen Garten oder eine wundervolle Farm für die Tiere. Und da wollen wir heute jetzt ein bisschen filmen. Okay. So, jetzt zeige ich euch mal hier ein bisschen rum. Also hier ist ein Teil der Zuchtgruppe. How many breeding stock you have? 50, but not all are adults. Okay, also jetzt so knapp 50 Zuchttiere hat er hier, sagt er gerade. Wobei davon die meisten oder nicht alle adult sind. Hier kommt schon einer wieder. Ach, das ist mein Intro-Tierchen. Ja, also die sind schon absolut sehenswert. Ne? Das ist. Ja. Jetzt gucken wir mal die Augen. Also auch wer sich erinnert an die Seychellen, die hatten ja oft ein bisschen tränige Augen. Also das können wir hier auch mal drauf achten. Also feuchte Augen hat er auch ein bisschen. Die Nase ist trocken. Können wir nachher mal noch fragen, ob das allgemein hier wegen, ja, gucken wir gerade mal hier. Da sind die Augen eigentlich relativ schön, nichts Träniges. Hier ebenfalls, also ein bisschen feucht. Gehören die ja sicherlich, die Augen. Einige Dinge werde ich wiederholen, die wir schon auf den Seychellen besprochen haben. Ne? Unterschied Männchen, Weibchen. Also die Männchen, weiß nicht, von der Größe werden größer. Seht ihr, wirklich, ich habe euch das meiste vergessen. Also Hauptunterscheidungsmerkmal sind natürlich die Schwänze. Ne? Guckt hier, die Männer haben richtig, wenn ihr unten mal guckt, das ist ein wenig Dreck verschmiert, aber die haben die langen Schwänze, und da drüben, das sind Weibchen hier. Hier sieht man es ganz schön. Ja, die Weibchen haben so ein kleines Stummelschwänzchen raus. Mal noch fragen, ob, das ist auch ein Weibchen hier. Da wackelt das Schwänzchen beim Laufen sogar. Nee, doch nicht, gerade hat es gemacht. Mal noch fragen, ob die hier einen Unterschied in der Körperform sehen. Hier gibt es gerade eine Litchi zum Essen. Im Moment sind die Litchis reif. Habt ihr die Fauchen gehört? Müssen wir ein wenig näher hin. Okay. Jetzt muss ich mein Mikrofon wegnehmen. Der guckt so, wie wenn er jetzt mein Mikrofon zum Nachtisch essen will. Wollen wir natürlich nicht. Jetzt noch mal eine.
Hier mein Helfer mal kurz, Melino. Tu dich mal davor knien, ja, dann hat man wegen der Größenvorstellung. Also das sind der Alex sagt very young males, 30, 40 Jahre alt. Und mal den Melino daneben, damit ihr die Größe sehen könnt, wie groß die Tiere sind. Also der Alex bzw. sein Vater meint, geh nochmal da, knie dich mal daneben, dass man die Größe sieht. Knie mal runter, ja. Also der Mann ist adult, das Weibchen hier daneben bei Melino meinen sie, das wäre noch nicht geschlechtsreif, wäre noch zu klein zum Züchten. Ja. Hätte ich jetzt natürlich gedacht, dass die auf jeden Fall geschlechtsreif wäre, aber ist sie nicht. Was auch interessant ist, die essen gern hier Zitronen. Also die Schildkröte mit Zitronen füttern, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht als klassisches Futter gedacht. Aber die hauen die Zitronen hier weg, gell? Nicht schlecht. So they have enough vitamin C if they eat the lemons. Huh? Und die lieben die sogar, sagen sie. Ne? Also das ist nicht, die essen die nicht zwangsläufig, sondern... Also zweimal die Woche werden die hier gefüttert zusätzlich und die restliche Zeit vom Tag können die natürlich hier das Gras fressen, was hier ist, oder die Blätter an den Bäumen, die man hier sieht. Also ich zeige euch mal das Grundstück. Yes, no, self. The two of us look after it, no. Hatten es gerade vom Fressen, was die hier so als Futter anbieten. Eben wie gesagt, zweimal die Woche wird zusätzlich gefüttert. Da fahren sie hier ein Stück runter ins Grüne, in die Pampas und holen da Grünzeug. Und dann wird zweimal die Woche gibt es hier zusätzliche Blätter oder zum Teil auch einfach von hier. Also das Grundstück, da wächst natürlich alles nach und die müssen ja auch das Grundstück wenig in Ordnung halten. Und dann wird einfach von den Bäumen, die halt hier rundherum sind, abgenommen. Aber das reicht nicht, also sie müssen schon zweimal die Woche ein Stück wegfahren. Und dann wird einfach, ich zeige es euch mal, irgendwelches Grünzeug gegeben. Zum Beispiel, wenn er jetzt mal hier schauen, ein Grundstück, ein Stückchen weiter oben. Das sind so Rankenpflanzen, ne, die es hier überall gibt, die hier natürlich wachsen. Oder auch Gras. Ja, einfach so Sachen wird dann halt abgeschnitten in großen Mengen. Und dann wird ein kompletter Anhänger und damit werden die gefüttert. Ne? Und diese so Früchte oder so Sachen, das ist natürlich nur mal wirklich ab und zu oder eigentlich standardmäßig fast gar nicht, ne? Dass sie hier die teuren Litschis oder Zitronen oder so, das fällt ja, also das ist mal so ein leichtes Dessert, was die kriegen, aber mehr natürlich nicht. Wie ihr schon gesehen habt, sind wir hier in der Kinderstube. Hier ist die ganze, der Aldabra-Nachwuchs. So the biggest one from here is about what age? Like 1 or 2 years or? Yeah. 2 years. 2 years. 3 years. Aha. Also die größten 2, 3 Jahre alt, ne? Die kleinen Babys. And then the babies are... Und hier sind die Nachzuchten drin. So this is this year baby, yeah? Yeah. And the light you give them, you want to give some extra light so for the heat or for the UV yes, or? It's mainly for winter. Because in winter it gets a bit cold. We're highlands here. It's in summer we don't really use it. We use it to maybe make the day a bit longer. Okay. A little bit in the morning, a little bit late afternoon. But we mainly use it in winter. Winter time. Ja, jede Menge hübsche Radiatas hier.
die an, wunderhübsch, gell? Die hier, wow. Das sind natürlich die, also was die eigentlich die Schönheit betrifft, sind natürlich die Radiatas, haben die ihre Nase vorn gegen die Aldabras, ne? Die Aldabras müssen es mit ihrer Größe wettmachen. What I like are the tons is a good idea. Yeah, it's very good idea. Also hier diese effektiv, ja. Also diese Tonnen hier sind wirklich gut gemacht. Oh. Und hier haben wir kleine Geochelone, what is elongata or not? No, redfoot cherry head. What is it? Not elongata, is Cherry head Geochelone. Chelonidas. Geochelone Chelonidas, genau, ja. Cherry head. Aha, genau, die sogenannten Cherry Heads. Hier frisch gewaschen, sehen die natürlich gleich nochmal. Super. Ja, sehen die natürlich nochmal um einiges schöner aus. Hier haben wir die Kinderstube der ganz kleinen Babys. Also die ersten paar. So the first few weeks or months we keep them here? Yeah, we keep them here. Just to keep a closer eye. Da haben sie alle im Haus noch, ne? So also like for other animals or something or because of the climate really, or just because they're very small. Aha. Yeah, only little baby. Ja. Im Inkubator sind wir jetzt hier. And this is Aldabra or what is it? Aldabra, yeah. When they hatch, they are light color like this? Not all of them. Okay. But very often. Ja? Yeah. Da sind die so ein bisschen heller, wenn die schlüpfen. Das ist ja interessant. Okay, wow, many eggs. Okay. Very nice. Also ich euch mal noch hier eine Paarung im Wasser zeigen. Das arme Mädel, das arme Mädchen hier, hat sich das Ganze fast unter Wasser gefallen lassen. Wie vorher schon gesagt, jetzt ist Nachmittag, die Temperaturen werden kühler, ne, und dann fangen die Männer wieder vermehrtes Paaren an. Was mir hier der Alex vorher auch noch gesagt hat, weil ich hier die ganze Zeit von einer Farm rede. Das Ganze hier ist mehr oder weniger als Auffangstation ein bisschen entstanden oder ist immer noch. Ne? Also es kommen hier Tiere aus privaten Haushalten, die wirklich in relativ schlechten Bedingungen leben und wie wir vorher gesehen haben, völlig höckrig sind, nie das Sonnenlicht sehen, und die kommen irgendwann hierher und kriegen hier ein gutes Zuhause, werden hier in diesem riesigen Park dann gehalten und großgezogen, also und kriegen endlich mal gescheites Futter und gescheites Sonnenlicht und finden hier ihr Gnadenbrot, und dass das auch ein ganz wichtiger Teil ist von dieser Farm hier oder diese Schildkrötenstation, wie immer man es nennen mag. Ja, also das soll hier keine Massenproduktion hier sein, die einfach nur einen Profit erwirtschaftet, sondern wohl wirklich soll für die Schildkröten einfach eine tolle Umgebung, ein tolles Zuhause sein. Ey, das ist ein geiler Anblick hier. Diese Wiese mit diesen riesen Schildkröten hier. Also ich war vor 10, 15 Jahren auf Galapagos
Im Moment fühle ich mich gerade wieder ein bisschen wie auf Galapagos. So, hier sind wir in der Jungtieranlage. Da wird das neue Blut groß gezüchtet sozusagen. Also in Anführungsstrichen, das Problem ist ja, dass die 30, 40 Jahre brauchen bis zur Geschlechtsreife. Also ist natürlich nicht so einfach zu sagen, na, ich ziehe mir ein paar Junge groß, sondern da braucht man schon viel Geduld und langen Atem. Und der Alex meint, das wäre schon wichtig, dass man auch neues Blut irgendwann in die Tiere reinbringt. Ne? Nicht immer nur mit den gleichen züchtet, sondern auch neue reinbringt. Was wir auch noch interessant gesprochen haben, dass also der Alex und seine Familie sind überzeugt davon, dass die Aldabras oder dass es sehr gesund ist für die. Ihr seht ja hier das Gelände ziemlich hügelig, ziemlich steil. Und sie sagen, dass das die Tiere auch unheimlich gesund macht, weil sie müssen klettern. Die Männchen, wenn die Männchen klettern, sind sie viel zeugungsfähiger, ne? Wahrscheinlich gesünder, vitaler, nicht so verfettet. Ja? Das hört sich natürlich schon sinnvoll an. Wir haben ja vorher gesehen, also hier geht's, zum Teil sind es ja Treppen, zum Teil geht es einfach nur steil den Berg hoch. Und da marschieren die wirklich hoch und runter. Würden sie bestimmt nicht machen, wenn sie es nicht leiden könnten. Und das ist wohl sehr gut für die Gesundheit von der Tiere. Also hört sich für mich sinnvoll an und clever an. Was ich euch auch noch zeigen will, hier diese Verstecke. Hier, da halten die Mittagsruhe. Also wir haben jetzt hier Mittag 13, 14 Uhr. Es ist affig heiß hier. Also wir haben ca. 35 Grad. In der Sonne natürlich deutlich mehr. Meine Kamera hat gerade schon überhitzt, musste ich jetzt gerade runterkühlen, weil ein Alarm kam so, Kamera läuft nicht weiter, Overtemperature. Und so geht es den Schildkröten auch und deswegen machen die jetzt Mittagspause hier. Wenn man mal schaut, die sind so gut wie alle jetzt versteckt. Also wo wir kamen, waren die noch relativ aktiv. Und jetzt legen die sich hier irgendwo in Schatten, ja, oder hier unterm Baum. Liegen sie unterm Schatten und machen Siesta sozusagen. Ne? Tun da auch solche Löcher graben, ne? Da hinten. Seht ihr vielleicht diesen Tunnel, wo sie drunter liegen. Und da ruhen die sich aus in der Mittagshitze. Wenn sie ein neues Tier bekommen, machen sie erstmal hier Quarantäne hier in diesem Bereich. Im Moment eine Radiata hier. Sehen wir kleiner mehr. Oh wow, das ist natürlich ein hübsches Tier. Ne? Oh, guckt euch mal die schöne Schildkröte an hier. Eben, da kommt die erstmal zur Quarantäne hin und bleibt da 1, 2 Monate zum Sehen, ob alles okay ist. Und dann kommt sie in die Zuchtgruppe rein. Was wir auch noch gesprochen haben, ich habe noch gefragt, ob sie irgendwelche Mineralien supplementieren. Und sie haben gesagt, ja, sie machen so 1, 2, 3 Mal im Jahr, tun sie alles mit Kalk einstreuen, das ganze Gras, die ganze Wiese. Und dann wird alles also dann fressen die natürlich den Kalk mit dem Gras, mit der Wiese, beziehungsweise der Kalk geht dann auch in den Boden. Kommt dann wahrscheinlich wohl indirekt durchs Gras auch wieder raus. Und also somit tun sie schon nicht wie bei uns. Ne? Die Tiere werden ja natürlich im Sonnenlicht gehalten, haben ihr natürliches Fressen. Also ist sicherlich nicht wie bei uns notwendig, dass man jeden Tag Mineralien oder Vitamin D3 zugibt. Aber so 2, 3 Mal im Jahr machen sie es auch. So, jetzt kommen wir hier in den eigentlichen Radiata-Bereich. Hier werden die Radiatas, also jetzt
Wer bis jetzt dachte, ist ja langweilig, das haben wir auf den Seychellen alles schon gesehen. Der kommt jetzt mit den Radiators auf seine Kosten. Der Vorteil an den Radiators, sie brauchen nicht ganz so viel Platz. Hier kleine Zwischenanekdote. Der Herr des Hauses hat der Peaches eine Flower, eine schöne Blume geschenkt. Peaches speziell sagt, er hat gesagt, der Stella, also meiner Frau, kann er keine Blumen schenken, aber meiner Tochter kann er eine Blume schenken. Und hat hier diese wunderhübsche Blume hier. Wow. Natürlich echt schön. Ne? Hier sehen wir mal noch kurz hier der Futterbaum. Jetzt gerade ist die Saison für diese Litchis, ne, haben wir vorher schon gesehen. Und der Alex hat mir gerade erklärt, untere Etage ist für die Schildkröten zum Essen, mittlere Etage ist für die Leute zum Essen und die ganz oben im Baum, die Fledermäuse essen die oberen. Ja, so hat jeder seine Filme. Oh ja, da sind die Radiators gerade am Paaren. Ja, also es ist hier eher wenn die aus meiner Sicht nicht die zärtlichste Paarung. Das Tolle ist, der lässt sich hier nicht einmal stören. Wobei, wenn wir jetzt mal schauen, wenn man genau beobachtet, ich habe den Eindruck, dass dieses Dagegenpoltern soll das Weibchen dazu animieren, ihre Kloake oder ihren Hinterteil zu heben, ne? Dass er mit seinem Penis das Weibchen befruchten kann. Er versucht das Weibchen zu überzeugen und theoretisch, wenn es gut läuft, dann hebt die sich hinten hoch und wie gesagt, dann kann die Befruchtung im Prinzip erst vonstatten gehen. Ne? So right now is breeding season, yeah? Yep. In the summer. Starting in the summer, yeah. Okay. And it goes up to starting now in like December, yeah? yes. Ah, not in spring, no? There's no spring here in Mauritius. We've got summer and winter. Okay. So it's all summer and until winter, which is April, May. May the winter, the cold time starts. Start. So, but it means like they breed in the most hottest time of the year, yeah? Yeah. Okay, also in der heißesten Zeit des Jahres züchten die. From December to April, May, more or less. Okay, and when do they lay the eggs? Starting May, June, July to December. Okay, in more or less in the cold time. Ja. Ja, also in der kühlen Jahreszeit legen die Weibchen dann. And is the same with the Radiata and the Aldabra, or is different? Slightly different. Yes, the Radiata lay eggs longer. Aldabra start May and they finish September. To breed? No, to lay eggs. Yeah. From May breeding to September. It's now. Yeah. Okay. And the Radiata have a longer period of copulation and laying eggs. And they can breed all year round. Sometimes, not all of them, but some of them may breed all year round. Okay. And you can have eggs 8 months out of 9 months out of 12. Okay, also nicht ganz so saisonal. And then the eggs, you dig out the eggs, you hope to find them. Yes. And then you incubate them separately.
And how long the eggs need for incubation? It depends on if you want very hot or you can incubate them as from 29 to 32. Okay. So your temperature differs. Okay. So we produce both male and female. We go in between. Okay. You put some with 29 and some with 32 in Aldabras and in Radiatas. No. Both. I put it 30. Okay. Here. But here it's 29 and here it's 32. Okay. So I put the eggs there, some eggs there, some eggs there. You know, so I know it will be different. Okay. And how long the eggs need to hatch? 90 days? 90. Can start at 90, but it can also go 120. Depending on the temperature, of course. Unser Kollege ist immer noch fleißig. He's going along, eh? Yeah, he's still hoping. And so this is, of course, adult size from the Radiata. The Radiata need also, how long do they need to grow up that size? This one is much shorter. At about 10 or 12 years they start to breed. Yeah? Okay. Yeah. Sometimes maybe younger. But if it is like in Europe, in a very small heating and all control, it can be even faster. Yeah. But here I let them grow naturally. Yeah. It takes a bit more. Longer. Yeah. But you can push them. To grow up faster. Yeah, but will not be. So now jetzt gibt er auf. Sie hat aufgegeben, hat aufgegeben. Sie oder er? Er. Jetzt hat er aufgehört. This one is also very nice. Oh, this one is very nice color there. Huh? Papa, ich komme hier nicht drüber. Ja. Guck mal hier, da haben wir auch eine echt hübsche Farbe hier. Okay. To sex them, about what age you see the difference in male and female with the Radiata? Like 5 years or? No, a bit later. Later. A bit later. You know, I do it natural. You know, I don't push them to. Yes. And here in Mauritius, you can't do it chirurgically. You don't have the people or the facility to go and do by ultrasound or something. So you look for the same thing like the Aldabras. You look for the tail and for the. And when they start breeding, then you know. Yeah, sometimes when they're smaller, you wash them with the water. They pee, and you can see the penis. The penis comes out. So if the penis comes out, then we mark it inside in our records. If it's very young, then we know. Okay. If not, then we know for sure it's a male. It's a male, yeah. But okay. For the female, we don't know, or the male that don't show, we don't know. Sind wir hier im Radiata-Gebiet. Das Witzige, guck mal hier, die kommen alle zu mir. Kommen alle hergelaufen, weil sie denken, es gibt Futter. Ja, so. Nicht, weil ich hier irgendwie beliebt bin, aber wahrscheinlich, weil sie denken, hier, der Weiße, der bringt uns Futter. Was auch noch interessant ist, also ihr seht jetzt hier das Radiata-Gelände. Ich habe vorher gesagt, das wär so klein, aber das ist fast so groß, oder ja, nicht so groß wie für die Aldabras, aber es ist auch ein Riesengelände. Was wir hier ganz gut sehen, das hier ist alles braun von den Radiatas. Wir haben es vorher schon gesagt, der Unterschied zwischen den Radiatas und den Aldabras ist, dass die Radiatas, die fressen das Gras samt Wurzeln raus. Ne? Die ziehen das Gras raus, oder die fressen die Pflanzen und ziehen die samt Wurzeln raus. Die Aldabras, die fressen nur oben das Grün weg. Ne? Also die machen nichts kaputt, da wächst es nach. Aber bei den Radiatas, die machen im Prinzip die
die Vegetation kaputt, weil sie wirklich alles samt Wurzeln fressen. Sind also die, was den Garten betrifft, die undankbareren zum Halten. Nagen alles raus und dann wird alles braun, so wie wir jetzt hier sehen können. Da hinten mal noch kurz filmen, da habe ich noch ein paar schöne Farben. Hier ist ja alles sehr schön. Hier haben wir ein gutes Beispiel. Also die haben viele Zuchttiere, hier kriegen sie von privaten Leuten. Und das ist ein trauriges Beispiel sozusagen. Wenn die halt schlecht gehalten werden, ne? Dann werden die hier also von privaten Leuten hier im Haus gehalten, kriegen kein Sonnenlicht, kein richtiges Futter und dann sehen die irgendwann so aus. Ne? Also das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe fürs Tier. And you see, that is the natural growth. So this was when he was not kept properly. Okay. And then he started growing naturally once he was here. Okay, also man sieht jetzt, ne, die Höcker. Mit den Höcker haben sie gekriegt und wenn man jetzt die Ringe anschaut, das ist jetzt das, was schon nachgewachsen ist. Also so one day it will be like the Aldabra we see before. He will always have, he will always have the bumps, but he will go bigger. Okay. The other thing also, he was kept flat all his life, and you see how his feet are bent like this. He swims. Okay. He's like swimming. He doesn't really like the bones and his structure. It's always been flat. Yeah, okay. Not the way to keep tortoise. This is the very bad example. Yeah. Okay. Hier haben wir zwei Männer, die miteinander kämpfen. Mal kurz zeigen hier. Der eine Mann jagt den anderen. Geht hier mit dem nächsten weiter. Aber da die Schildkröten so die Ruhe an sich sind, lassen die sich gar nicht sonderlich stören. Ne? Hier haben wir noch mal paarende Tiere. Also wenn er jetzt, ich weiß nicht, wie gut man es auf der Kamera sehen kann, die Mittagssonne ist ein bisschen vorbei, beziehungsweise der Himmel ist jetzt auch etwas bewölkt, oder stark bewölkt. Dann wird es gleich ein wenig kühler und dann fangen die das Paaren an hier. Und auch diese Dame entschwindet. Der Mann rennt hinterher. Hier noch eine kleine kurze Anekdote. Wir waren jetzt gerade drin zum was trinken. Und da haben dieser Genosse hier, die Nummer 786, die 786, hat hier schnell diesen schönen Grapefruitbaum gekillt und umgehauen, weil er ihn fressen wollte. Jetzt macht er, wie wenn er von nichts weiß. Ja, also der Baum, der hier ein paar Monate, Jahre jetzt schön rangewachsen ist, ist leider jetzt auch diesen Krisen hier zum Opfer gefallen. Was auch interessant ist, dass es
Es hat jetzt geregnet. So ein kleiner Schauer ging hier runter. Und jetzt sehen sie natürlich besonders schön aus, wenn die alle so schön nass sind. Ja, schaut mal die Tiere an, jetzt glänzen die alle schön. Das ist natürlich auch eine tolle Idylle dann hier, ne? So frisch gewässert. Da ist das Schlammbad wieder aufgefüllt. Das Schlammbad wieder aufgefüllt hier. Da sitzen sie drin, die dicken Brocken. Und die, wo es nicht so nass wollen, die sitzen hier im Unterstand. Das war mein Rundgang hier. Die Aldabra und vor allem auch Radiata Farm hier auf Mauritius. Super schön, tolle Farm. Ihr seht sie hier im Hintergrund, deswegen habe ich das jetzt hier als Outro-Bild genommen. Ne? Guckt, da hinten sieht man die großen Aldabras sitzen. Ne? Wirklich schönes Bild, ne? Diese riesen Tiere auf dem großen, schönen Grundstück. Für mich wieder super interessant, viel gelernt über die Tiere. Noch ganz kurz interessant, das Klima hier ist ja, wir sind jetzt hier im Sommer, ne? Im Dezember ist Sommer hier. Im hiesigen Winter wird es relativ kühl. Die Temperatur geht runter bis auf zum Teil bis 12 Grad. Ja? In der Nacht hat es hier bis 12 Grad, wenn hier der Winter ist. Ne? Also wirklich kühle Temperaturen. Auch interessant vielleicht für die Halter bei uns, aber dann tun sie die Tiere auch irgendwie ein wenig abdecken oder muss man aufpassen. Also diese kühle Temperatur, speziell diese Farm hier liegt auch auf 500 Meter Meereshöhe. Aber interessant für uns, wie diese Tiere dieses Klima doch gut wegstecken und sich hier super vermehren und absolut gesund sind. Das war die heutige Reptil-TV-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch interessiert. Bleibt mir treu, checkt my balls und checkt die Aldabras und die Radiatas. So, ja, ich soll nie mit so anfangen, sagte Flo immer. Machen wir es nochmal. Deswegen auch diese Temperatur. Conny, wenn du mal noch mal kurz eine Minute ruhig bist. Du mit deinem Organ, das ist natürlich leider genau bis hier drauf. Ich hab's gleich.